tatsächlich. That we after lay down the rest, we go to the other thing. So, and then I tell you when you have to step in. So, wir fangen jetzt an. Ich hoffe, Sie verstehen mich alle. Ich probiere es ein bisschen lauter zu reden, denn jetzt gerade fängt es wieder mehr zu regnen an. Also, liebe Damen und Herren, liebe Anwesenden, ich habe da ein paar Handouts gemacht. Wenn Sie die Reden nicht alle verstehen, dass Sie es auch bitte lesen können in Deutsch und in Englisch. Ich habe also die wichtigsten Reden noch übersetzt. Zuerst möchte ich mit großer Freude und Dankbarkeit Sie alle begrüßen. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Ich hätte es nicht erwartet, dass so viele Leute kommen. Ich bin echt berührt, muss ich sagen. Und ich freue mich da ganz besonders, dass viele Menschen von verschiedenen Kontinenten, mit verschiedenen Sprachen, verschiedenen Alters, von jung bis alt, wir haben alle Leute hier nur den einen Wunsch haben, den viele Gefallenen und Zivilisten im Zweiten Weltkrieg hier und jetzt zu gedenken. Viele Teilnehmer haben den Krieg hier noch miterlebt. Die können alle noch ein bisschen was dazu sagen und haben da auch ihre Erfahrungen gemacht. Ich möchte da besonders auch die vielen Zeitzeuge erwähnen, die extra jetzt uns geholfen haben und mit großem Interesse hierher gekommen sind. Ich möchte mich auch ganz besonders bei euch bedanken, denn ohne eure Hilfe wären wir heute nicht hier. Ladies and gentlemen, most of the speeches you'll find translated in your handouts. I would like to start with my speech to welcome you and saying thank you to each and every one of you. I am very pleased that you have all come today to this place to be part of this memorial ceremony we celebrate now. Today at this place there are many people to meet from different continents and different countries, talking different languages, young people and old people, all together with the same wish, to commemorate to the soldiers killed in action and killed civilians in World War II. Some of the attendees lived already during the Second World War and have related their experiences. I would like to mention to all the eyewitnesses, all of you have come to this ceremony with a high interest and I would like to thank you very much. This ceremony wouldn't take place today without your support in telling us your recollections and experiences. Besonders begrüßen möchte ich Joe Hollins, der den weiten Weg aus England mit 84 Jahren hierher geschafft hat, um hier teilzunehmen. Und Joe wäre eigentlich Mitglied dieser Besatzung gewesen an dem Tag. Er hat 72 Stunden Urlaub, Sonderurlaub gekriegt, weil seine Mutter krank geworden ist. Und der Flieger, der ihn an dem Einsatz ersetzt hat, der ist hier ums Leben gekommen. So, very welcome, special to you, Joe. I also would like to welcome Joe Hollins, who came from England together with his friend John Watts to attend today. Joe was normally part of the crew that crashed here in April 17th, 1945. But because of a coincidence, a lucky one for him, he was replaced by another airman. He most probably survived the war because of that. Dear Joe, a very special welcome to you. Okay. So now I have to explain that normally Peter Spoden spielt. Yes. So, normalerweise hätte ich auch heute hier den Peter Spoden begrüßen können, der allerdings 88 Jahre alt ist und heute Morgen gesagt hat, dass ihm der Weg von Frankfurt bei dem Regenwetter doch zu anstrengend sein wird. Peter Spoden war damals 1945 Gruppenkommandeur von der Staffel, die dann dieses Flugzeug abgeschossen hat. Und Peter Spoden hat dann am Tag darauf diese Abschussmeldung von dem Heinrich Schmidt, der diesen Bomber abgeschossen hat, unterzeichnet. Er wollte kommen, er hat es fest zugesagt gehabt, aber hat leider heute Morgen abgesagt, weil er das bei dem Wetter einfach nicht mehr schaffen kann. Ich wollte sagen, ich freue mich wirklich, dass zwei Gegner von einst heute
hier in Freiheit an diesem Ort sich treffen können. 1945, Peter Spoden was commander of one group, Night Fighter Unit 6, 1NJG6, and based in Oberschleißheim in April 1945. 5 of his night fighter pilots took off from the airfield at Oberschleißheim in the early morning hours. One of them, Heinrich Schmidt, shot down the Halifax bomber, which crashed just a few metres from here. Peter Spoden countersigned the claim report one day after the crash happened. I'm very pleased to have 2 former enemies now meet here today. Viele Gäste sind aus Australien angereist. Darunter möchte ich besonders Jenny Murray herzlich begrüßen. Mit ihren Söhnen Jamie, Mark und mit der Tochter Kirsty sind alle hierher gekommen. Und Jenny ist die Tochter des damaligen Piloten, der dann hier abgestürzt ist. Und Jenny wird nachher in Ortelfingen, wir starten hier, machen dann die kleine Andacht und legen die Gestecke noch nieder und dann gehen wir nach Ortelfingen und machen in der Gemeindehalle dann Bürgerhaus dann die restliche Ansprache. So, yeah. There are many guests here from down under, Australia. Lovely country, by the way. A warm welcome to Jenny Murray. She's here together with her 2 sons, Jamie and Mark, and daughter Kirsty. Jenny is the daughter of Alan Lauder, who piloted the bomber at that tragic day. And Jenny will say some words later on, as Rolf mentioned, at Ortelfingen. Sorry, that's beers for you. Wichtig ist mir auch noch folgende Teilnehmer zu begrüßen. Dave McGarvey und Familie Robert McGarvey ist auch hier. Ihr Onkel von den McGarveys war der obere Bordschütze des Bombers und wurde beim Absturz an diesem Tag hier getötet, ist hier ums Leben gekommen. 1946 konnte er bei der Exhumierung nur aufgrund der Initialien seines Fingerrings identifiziert werden und Dave hat diesen Ring noch immer. Er hat mir ein Foto davon gezeigt. In addition, it is my pleasure to welcome Dave McGarvey and Robert McKnight with their family. Robert McGarvey was part of the crew and he was killed in action, and Robert, who was killed here, was the uncle of Dave McGarvey and Robert McKnight. In 1946, Robert McGarvey's body was exhumed and he was identified by a ring on his finger, and Dave still owns that ring to this day. Familie Margaret und Len Turner mit ihren Enkeln sind auch hier. Alan Lauder, der Pilot, hatte während seiner Dienstzeit in England, er ist Australier, seine Frau Eileen kennengelernt, ist eine Engländerin. Und unser Gast Margaret ist die Schwester von Eileen. Also welcome Margaret and Len Turner with their grandchildren. Alan Lauder fell in love with Eileen in England 1945 and married her later on. And Margaret is the sister of Eileen Lauder. Ebenfalls aus Australien angereist ist Darren May, Wing Commander, und Greg Rowland von der 462. Staffel. Das abgestürzte Flugzeug mit Besatzung hat damals zu der 462. Staffel gehört. Und ich freue mich besonders, dass Sie diese Tafel, die wir nachher da das Tuch wegmachen und einweihen, dann von Ihnen gespendet wurde und mitgebracht wurde. Also from Australia has travelled Wing Commander Darren May and Craig Rowland, that's me. Darren is the Wing Commander of 462 Squadron, he's the commanding officer. The crew and the bomber crashed here belonged to 462 Squadron in World War II. Darren and Craig, a warm welcome to us. And I would like to thank you for coming and bringing the memorial plate with you, which is you'll see soon. And Wing Commander May will conduct a speech later on at Ortelfingen.